Hallo ihr Lieben, in diesem Video soll es mal nicht um Steuern gehen, sondern ich möchte euch erklären, warum es in den letzten Wochen, eigentlich sogar Monaten, bei weitem nicht so viele Videos gab, wie es vorher gab und warum ich auch selber sehr weit hinter meinen eigenen Anforderungen zurückhänge. Ich selbst würde hier ehrlicherweise erstens deutlich mehr und zweitens auch qualitativ aufwendigere Videos veröffentlichen. Das ist mir zumindest in den letzten Wochen aber einfach nicht möglich gewesen. Und warum das so ist, möchte ich euch in diesem Video einfach einmal erklären. Ihr alle seid selbstständig und ich denke, die Geschichte oder meine Geschichte ist da durchaus ganz spannend für den einen oder anderen. Und die allerersten Abonnenten dieses Kanals, vielen lieben Dank an euch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwelche Namen oder Gesichter sehe, die schon seit ganz am Anfang dabei sind. Diesen Kanal habe ich aufgebaut im Rahmen meiner Tätigkeit für Contest. Contest habe ich selber mit aufgebaut. Ich bin Mitarbeiter der ersten Stunde. Ich bin tatsächlich auch Mitgründer und ich habe die Contest Steuerberatung in den letzten Jahren aufgebaut. Das heißt, ich habe Contest zu einem Geschäftskonto mitentwickelt, das sowohl Banking als auch Steuerberatung kann. Und wir haben Contest dann im Sommer 2023 verkauft und im Anschluss habe ich auch das Unternehmen verlassen. Einfach weil ich nicht selbst als Angestellter in dem Unternehmen arbeiten wollte, das ich vorher selbst mitgegründet und aufgebaut habe. Das hat sich für mich falsch angefühlt. Ich bin vom Herzen irgendwie Unternehmer und Selbstständiger und ich wollte jetzt nicht als angestellter Manager da arbeiten. Und ich bin Ageras, das Unternehmen, das Contest gekauft hat, bis heute wahnsinnig dankbar, dass sie sich auf einen sehr skurrilen Deal eingelassen haben. Und zwar haben sie mir diesen YouTube-Kanal mitgegeben. Das heißt, ich habe nicht nur einen Veräußerungserlös für meine Anteile an Contest und eine Abfindung, sondern auch diesen YouTube-Kanal bekommen. Das ist ehrlicherweise sehr untypisch, einen Social-Media-Kanal mitzunehmen, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie das mitgemacht haben, weil ich wirklich viel Spaß an dieser Community habe. Also an euch allen. Ich habe unglaublich viel Spaß daran, diesen Content aufzubereiten und ich merke richtig, wie vielen Leuten ich, ob viel oder wenig, aber irgendwie in ihrer Selbstständigkeit behilflich bin. Und wenn ich dann höre und teilweise auch im echten Leben das Feedback bekomme, dass ich einigen von euch viele Stunden Arbeit oder sogar viele tausend Euro gespart habe, dann macht mich das ehrlicherweise stolz und gibt mir auch ein Gefühl von Sinn und ja, Daseinsberechtigung, wie ich es in meinem Leben sonst noch nirgendwo anders hatte, wenn ich mal das private Leben mit meinen Kindern ausklammer. Aber das war tatsächlich ein wichtiger Punkt, denn nachdem ich bei Contest rausgegangen bin, habe ich mich erstmal 1,5 Jahre lang auf die Familie konzentriert. Wir haben 2 kleine Kinder und für diejenigen, die auch in dieser Lebensphase sind, die wissen, so viel Schlaf bekommt man da nicht. Und von Sommer 2023 bis Ende 2024 war ich eigentlich letztendlich Vollzeit-Content-Creator und Vollzeit-YouTuber. Ich habe parallel tatsächlich auch immer mal wieder Kanzleien beraten, ein paar Vorträge gegeben oder ein Seminar gemacht rund um die ganzen Themen Digitalisierung, Automatisierung und Effizienzsteigerung in Steuerberatungskanzleien. Das heißt, ich habe nebenbei immer mal wieder Kanzleien beraten zu diesem Themenkomplex, um es mal so zu sagen. Aber es war mir vollkommen klar, dass ich meine berufliche Zukunft jetzt nicht als Content Creator sehe. Dieser Kanal ist unglaublich gewachsen, auch deutlich mehr, als ich es überhaupt zu träumen gewagt hätte. Ich meine, ich habe diesen Kanal mitgenommen vor ungefähr 2 Jahren mit 15.000 Abonnenten und jetzt stehen wir ganz kurz davor, 100.000 Abonnenten zu knacken. Das ist absoluter Wahnsinn. Wir reden hier über Steuern und Buchhaltung. Wirklich, ich bin zutiefst dankbar, dass ihr diese Inhalte schaut, für euer Feedback, für eure Anregungen. Das ist wirklich das, was mir Spaß macht. Ich sehe aber, und das muss ich ganz ehrlicherweise sagen, meine Daseinsberechtigung jetzt nicht darin, Videos im Internet zu veröffentlichen. Wenn das jetzt alles wäre, was ich beruflich machen würde, würde sich das Ganze irgendwie unvollständig anfühlen. Und deswegen habe ich zum Jahreswechsel 2024 bis 2025 einen großen Schritt gewagt, einen großen unternehmerischen Schritt gewagt. Und zwar habe ich eine Steuerkanzlei gekauft. Also eine richtige, etablierte, langjährige, jahrzehntelang am Markt bestehende Steuerberatungskanzlei gekauft. Die befindet sich in der Nähe von Mainz,
Und da bin ich jetzt einfach sehr regelmäßig. Das heißt, ich fahre sehr regelmäßig in die Kanzlei, arbeite dann natürlich mit dem Team, arbeite an den Prozessen, versuche alles zu optimieren, digitaler zu gestalten und so ein bisschen in die Zukunft zu bewegen. Diese Arbeit macht mir auf der einen Seite wahnsinnig viel Spaß, fordert mich aber auch unglaublich. Ich war immer selbstständig in meinem Leben und liebe auch Selbstständigkeit. Ich liebe Unternehmertum. Aber hinzugehen und einen Millionenbetrag in ein bestehendes Unternehmen, das seit 40 Jahren existiert am Markt, zu stecken, um dann da aus diesem Unternehmen, aus dieser Substanz etwas Neues zu machen, um es irgendwie in die Zukunft zu bringen, das ist unternehmerisch gesehen ja, eine Aufgabe, die ich so noch nicht hatte. Und ich schwanke dieses Jahr dauerhaft zwischen, ich produziere Videos, ich habe zu wenig geschlafen, weil meine Kinder mich nicht schlafen lassen, ich bin vollkommen überfordert und zu Euphorie, weil das so extrem krass ist, was ich gerade lerne und so weiter. Das bedeutet, ich bin Kanzleiinhaber seit Anfang des Jahres. Das ist jetzt also schon fast ein halbes Jahr so und inzwischen muss ich sagen, Gott sei Dank, das Ganze ist nicht sofort in sich zusammengebrochen, sondern ich habe es zumindest schon mal geschafft, ein halbes Jahr das Ganze irgendwie am Laufen zu behalten und ehrlicherweise an einigen Stellen, glaube ich, schon ganz positiven Einfluss auf diese Kanzlei zu haben. Und das ist ehrlicherweise auch der Grund, warum hier tatsächlich relativ wenig passiert ist. Weil natürlich so eine Übernahme eines Unternehmens ist einfach unfassbar intensiv. Und weil das Ganze für mich so ein unfassbar großer Schritt war, habe ich ehrlicherweise mich einfach nicht getraut, das von vornherein sehr transparent zu erzählen, weil ich auch einfach viel zu viel Angst hatte, daran zu scheitern. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Aber jetzt, so nach einem halben Jahr, fange ich an, das Ganze auch zu kommunizieren und man findet es links und rechts tatsächlich auch schon im Internet, dass ich diese Kanzlei übernommen habe. Gerade diejenigen, die mir auch auf LinkedIn folgen, macht das gerne. Ich verlinke euch mein LinkedIn-Profil gerne mal unten in der Videobeschreibung. Folgt mir da gerne oder schickt mir einfach eine Kontaktanfrage und dann kriegst du da auch mehr so im Business-Kontext mit, woran ich gerade arbeite. Und was heißt das für diesen Kanal? Tatsächlich erstmal nichts, weil die großen Veränderungen, die lagen jetzt hinter uns. Wir wollen jetzt ab Juni wieder sehr regelmäßig hier Videos veröffentlichen. Sehr regelmäßig heißt 2 Videos die Woche. Auf 1 könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen, aber wir versuchen tatsächlich 2 Videos die Woche hinzubekommen. Immer mittwochs und immer sonntags könnt ihr hier auf diesem Kanal ein Video erwarten. Außerdem, und daran habe ich tatsächlich in der Vergangenheit auch immer sehr viel Spaß gehabt, wird es wieder regelmäßig Livestreams geben. Ich muss sowieso Themen ausarbeiten, weil wir regelmäßig Newsletter und auch Veranstaltungen für unsere Mandanten vorbereiten. Und wenn ich mich sowieso schon mit Themen beschäftige, dann kann ich diese Themen doch auch hier teilen und kommunizieren. Und deswegen werde ich mir vornehmen, einmal im Monat zu einem bestimmten Thema auf jeden Fall live zu kommen. Vielleicht irgendwann noch mal ein zweites Mal für so Live-Q&As, wo ihr einfach Fragen stellen könnt und ich beantworte die. Und die ersten Termine für die Livestreams habe ich auch jeweils schon mal angelegt. Die findest du unten in der Videobeschreibung. Und generell könnt ihr mal auf diesen Kanal gehen und einfach im Menü auf Live klicken und dann siehst du da jeweils die nächsten Live-Termine. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch das ein oder andere Mal einfach mit dabei bist. Weil das ist das beste, intensivste, kompakteste Community-Gefühl, was es hier so geben kann. Und letztendlich muss man sich mal vor Augen halten, dass wir eine der größten selbstständigen Communities im Internet sind. Das erfüllt mich nach wie vor mit unfassbarem Stolz und ich weiß nicht, wie das ausgerechnet mit dem Thema Steuern passieren konnte. Vielen lieben Dank euch an dieser Stelle für all das, was ihr mir ermöglicht habt, dass ihr diesen Weg mit begleitet und lasst es mich unbedingt gerne einmal wissen, ob ihr Interesse habt an Einblicken und ja, Geschichten aus diesem Alltag. Also nicht, wie funktioniert eine Kanzlei, sondern vor allem die unternehmerischen Entscheidungen. Wie ist es, ein Unternehmen zu verkaufen? Wie bei Kontist. Wie ist es, ein Unternehmen zu kaufen? Wie ist es, in so ein großes finanzielles Risiko zu gehen? Wie funktioniert das mit Mitarbeitern? Wie gehe ich um mit dieser Überforderung? Was auch immer. Das sind ja alles Themen, mit denen ich nicht alleine bin, sondern mit denen du, wenn du selbstständig bist, auch zu tun hast. Und wenn du damit bisher noch nichts zu tun hattest, dann vielleicht in der Zukunft. Wenn du an solchen Themen auch interessiert bist, dann lass es mich gerne im Kommentarbereich wissen. Und es gibt noch einen Punkt, für den ich mich ausdrücklich bedanken möchte, und zwar, ich habe das in einem Video irgendwann mal angekündigt, dass ich nominiert worden bin als, ja, Steuerprofi des Jahres 2025. Ich möchte mich ganz herzlich für alle eure Stimmen bedanken. Ich habe das Ding tatsächlich nach 2024 das 2. Mal gewonnen.
und möchte mich dafür natürlich auch ganz herzlich bei euch bedanken. Und das war es jetzt auch mit diesem Video. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Interesse habt, mehr von dieser Geschichte zu erfahren, dann lasst es mich im Kommentarbereich unbedingt wissen. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer vielen lieben Dank und ja, abonniert doch den Kanal, damit ihr in Zukunft auch die weitere Reise und den ganzen Steuercontent, der jetzt wieder sehr regelmäßig kommt, nicht verpasst.